Und wir wollen nach Eisenach schauen in Thüringen, denn auch dieses Attentat wird Auswirkungen auf die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen haben. Das haben wir am vergangenen Wochenende schon gemerkt. Die AfD versucht aus dem Ganzen natürlich Profit zu ziehen. Guten Morgen, Tatjana. Wie schätzt du das ein? Also welche Rolle kann tatsächlich dieses Messerattentat von Solingen für diese beiden Landtagswahlen am 1. September, aber auch für die Landtagswahlen in Brandenburg am 22. September spielen? Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen nach Berlin. Ich glaube, man sieht es hinter mir und ich wage auch mal schnell die Behauptung, ich habe gerade den schönsten Arbeitsplatz in ganz Deutschland, nämlich direkt unterhalb der Wartburg. Warum sind wir hier? Weil eigentlich heute unsere Thüringen-Rundreise beginnt. Unterschiedliche Orte, das Gespräch suchen mit den Menschen hier vor Ort, aber auch mit den Spitzenpolitikern, um zu sehen, was bewegt die Thüringer hier in diesen letzten Tagen, bevor dann gewählt wird. Es ist die letzte Wahlkampfwoche gewissermaßen. Wir werden heute am Nachmittag Gelegenheit haben, mit der Spitzenkandidatin des BSW zu sprechen, mit Katja Wolf, die ja lange die Oberbürgermeisterin von Eisenach gewesen ist, und werden Sie dann im Prinzip auch das fragen, was du mich gerade gefragt hast, wie sie es einschätzt, welche Auswirkungen der Terroranschlag von Solingen möglicherweise auf den Wahlausgang haben wird. Wenn wir auf konkrete Reaktionen schauen, Mario Vogt, der Spitzenkandidat der CDU, hat sich direkt zu Solingen selber nicht geäußert in seinen Tweets zum Beispiel. Er verweist aber und verlinkt immer wieder auf das, was Friedrich Merz dazu gesagt hat. Björn Höcke wiederum, Spitzenkandidat der AfD, die allen Umfragen zufolge wahrscheinlich als stärkste Kraft aus diesen Wahlen hervorgehen wird, der hat sich wie folgt geäußert auf Telegram. Er schreibt unter anderem: Es gibt kein sicheres Hinterland mehr. Dafür hat die Einwandererverteilung durch den Königsteiner Schlüssel gesorgt. Während das anscheinend bestens funktioniert, hapert es, Moment, jetzt muss ich kurz runtergehen, bei der Umsetzung des geltenden Rechts, wenn es um Abschiebungen geht. Das ist also eine Reaktion von Björn Höcke unter anderem. Und wie gesagt, es ist natürlich schwer einzuschätzen zum jetzigen Zeitpunkt am Montag nach dem Terroranschlag, welche Auswirkungen das auf das Wahlverhalten der Menschen haben wird in Thüringen, in Sachsen und später im September dann auch in Brandenburg. Aber ich glaube, man sollte nicht ausschließen, dass es das haben wird, nämlich einen Einfluss auf das Wahlverhalten. Tatjana, wenn du jetzt auf die Situation in Thüringen schaust, die letzten Umfragen sehen die AfD ja weiter klar vor der CDU und auch das BSW sehr stark. Also ist das tatsächlich auch eine Reaktion auf die Bundespolitik, auf das Hickhack, das die Ampel immer wieder an den Tag legt? Könnte ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Jetzt schauen wir zum Beispiel aufs BSW. Aus dem Stand sehr wahrscheinlich zweistellig, aber hier wird eben auch Wahlkampf gemacht, insbesondere durch Sarah Wagenknecht. Die war ja am 19. August unter anderem hier auch in Eisenach mit unterwegs. Da wird Wahlkampf gemacht mit Themen, die man als Landespolitiker eigentlich überhaupt nicht beantworten kann. Wenn es um die Fragen Krieg und Frieden geht, zum Beispiel das große Thema von Sarah Wagenknecht, ja, Russlands völkerrechtswidriger Angriff auf die Ukraine, die Argumentation, die sie da auch immer wieder zugrunde legt, dass man sprechen muss, dass man verhandeln muss und. Das sind Sachen, die sie hier anbringt. Die kommen natürlich auch an. Nur das ist nichts, was ihre Spitzenkandidatin Katja Wolf tatsächlich in irgendeiner Weise wird beeinflussen können. Minimal nur durch den Bundesrat, sollte sie denn tatsächlich in eine solche Position kommen. Also das wird sehr spannend sein zu sehen, wie die Thüringerinnen und Thüringer hier dann tatsächlich wählen werden und wie groß eben der Einfluss sein wird. Bei vielen ist ja der Gedanke da, die Ampel muss abgestraft werden. Und auf der anderen Seite aber eben die ganz klassischen Themen, die die Menschen hier in Thüringen bewegen. Ich sage zum Beispiel mal das Bildungssystem, die Schulen und so weiter, die Schwierigkeiten, die es da gibt durch Unterrichtsausfälle und Ähnliches. Das sind Sachen, die die Menschen hier tatsächlich auch bewegen. Die Frage ist nur, werden sie so wählen, dass sie dann ein Ergebnis bekommen, dass die konkreten Probleme, die sie hier vor Ort in ihrem Alltag vielleicht haben, auch behoben werden können durch die nächste Regierung? Oder werden sie so wählen, dass der Frust, den sie in Richtung Berlin und in Richtung Ampel schieben, dass der im Vordergrund steht? Tatjana, danke für deine Einordnungen nach Thüringen. Du wirst also die ganze Woche dort für uns unterwegs sein und wir werden natürlich genau beobachten, welche Folgen auch das Messerattentat von Solingen auf die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen haben wird. Danke für den Moment.